Hallo alle miteinander. Wir werden heute wieder Path of Exile spielen und dort anknüpfen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, nämlich beim Abschluss des Tutorials. Und jetzt geht es quasi darum, wirklich Quests zu absolvieren. Und wir können jetzt auch endlich zusammen in einer Gruppe spielen. Und da wünschen wir euch viel Spaß dabei. Genau, und hier ist der Punkt, wo wir uns schon mal treffen können. Ich versuche dich jetzt einfach mal hinzuzufügen, oder willst du versuchen, mich hinzuzufügen? Wer ist wahrscheinlich sinnvoller für die Leute. Wer bist denn du auf jeden Fall? Du gehst auf jeden Fall erstmal unten links. Da hast du einen Punkt Menü. Also ich laufe jetzt hier erstmal nach unten. Ja. Menü, ja. Dann gehst du auf Soziales. Ja. Eine Freundschaftseinladung direkt darunter. Ja. Okay, dann probier du mal Knarf, großes G am Anfang. Knarf. Und dann nochmal Knarfson, auch mit großem G am Anfang dahinter. Knarfson? Knarfson, einfach nur SON dann nochmal hinter. Ah. Ja. Dann lade ich dich mal in eine Gruppe ein. Annehmen. Und wir sind in einer Gruppe, sehen uns jetzt zwar noch nicht, aber das kann ich mal ändern. Die Gruppe erstellt hast du wie? Unter Freunde und dann? Also ich bin unter Soziales gegangen, genau wie du vorher. Ja. Hab deinen Charakter hier gesehen, weil wir uns ja schon befreundet haben. Ja. Dann Rechtsklick darauf. Ja. Ah. Und dann zu einer Gruppe hinzufügen oder so ähnlich. Habe ich jetzt nicht. Liegt vielleicht daran, dass wir schon in einer Gruppe sind. Ja, wir sind jetzt schon in einer Gruppe, von daher funktioniert das nicht mehr. Alles gut. Klar. Ach, da bist du ja. Ich stehe direkt neben dir. Hallo. Gut. Gut, dann erkläre ich mal so ein bisschen die Stadt. Also hier sind immer so die zentralen Anlaufpunkte. Mhm. Das Wichtigste befindet sich hier, ist die Truhe. Und zwar ist das halt, wie es der Name sagt, kannst du all deine Gegenstände ablagern, die du gerade nicht brauchst oder vielleicht für später brauchen kannst. Von Haus aus müsstest du, glaube ich, 4 von diesen Tabs haben. Richtig. Genau, das ist aber noch beliebig erweiterbar gegen Echtgeld. Mhm. Also, wenn man sehr viel Zeit in das Spiel investiert, wie ich es getan habe, hat man dann unter Umständen mal 50 oder mehr Tabs. Ja, reden wir nicht drüber. Gehen wir weiter. Als nächstes sind hier noch verschiedene Charaktere. In jeder Stadt sind ein paar Charaktere. Hier haben wir zum Beispiel Nessa, Bestel, ein wenig weiter noch Tarkli. Ach, da bist du. Ja, Bist du das? genau. Ja, da bist du. Genau, da ist Taki. Und hier ist dann noch die Pinnwand. Das ist sozusagen das soziale Interaktionsfeature. Hier hat man auch nochmal dieselben Optionen wie in dem sozialen Menü mit Freunden, Gilde, die aktuelle Gruppe. Mhm. Dann gibt es noch die öffentlichen Gruppen. Da kann jeder eine Gruppe eröffnen und die öffentlich machen, sodass jeder da eintreten kann und die so benennen, je nachdem, was man gerade tut. Je nachdem, ob man gerade Bock hat, mit irgendjemand Fremden zu spielen, kann man hier einfach irgendeiner Gruppe beitreten. Es empfiehlt sich immer, mit allen Charakteren fleißig zu sprechen, weil gerade wenn du mit Tarkli sprichst. Wer ist das nochmal? Der rechts. Wo bist denn du? Ach, Ich bin hier. Genau, der da, genau. Er gibt dir gleich mal 2 Edelsteine zur Auswahl. Also wer wirklich die Charaktere sich durchlesen will, was die alles zu sagen haben, kann das, denke ich mal, dann auch für sich tun. Ja. Also ich werde nebenbei so ein bisschen die Geschichte von Path of Exile erklären, was man so wissen muss. Es gibt Leute, die sagen, bei dem Spiel musst du eigentlich gar nichts wissen, was mit der Geschichte irgendwie verbunden ist. Du spielst einfach drauf los und klopfst immer stärkere Monster kaputt. Das ist so ihr Ziel. Okay. Muss mal kurz überlegen, das Spiel kam 2013 raus. Ich glaube Anfang 2013 die Open Beta
Da war ich nicht dabei, aber Ende 2013 wurde es mit der Version 1.0 irgendwie released und seitdem ungefähr bin ich dabei. Also jetzt fast 4 Jahre, ja. Okay. Und also so- ich habe jetzt hier 5 Edelsteine. Du hast 5, das ist ja mehr als ich. Ja. Magst du mal kurz vorlesen, was das für welche sind? Ja, ich habe einmal Frostpuls, Ja. dann habe ich Magmakugeln, Mhm. Blitzranken, Mhm. Zombie erwecken Mhm. und Pesthauch. Mhm. Für den Anfang würde ich dir das erstere empfehlen. Frostpuls. Frostpuls ist ziemlich gut, Okay. aber ja, also das ist auf jeden Fall eine solide Anfangs-Skillung, die man benutzen kann. Mhm. Um das jetzt auszuwählen, weißt du wahrscheinlich schon Inventar und dann einfach den Gegenstand oder den Edelstein einfach austauschen mit dem, den du gerade bekommen hast. Welchen soll ich denn austauschen? Arkane Woge oder Feuerball? Feuerball solltest du austauschen, weil das ist dein Skill, den du vorher benutzt hast. Und du willst natürlich die Unterstützung behalten, die du schon bekommen hast. Ja, gut, macht Sinn. Gut, dann habe ich jetzt Frostpuls und ich habe jetzt hier auch noch eine Plattenweste, Wollhandschuhe, Eisenbeinschienen Super. und ein Baumgeistschild. Und Kannst du. ein Eisenhelm. Mhm. Nicht Hast du jetzt gerade im Inventar auch Gegenstände, die noch rot hinterlegt sind? ja, das ist dieser Helm. Ich kann es jetzt leider nicht genau sehen. Ich habe keinen Zugriff auf deinen Bildschirm, deswegen weiß ich nicht genau, was es ist. Mhm. Aber entweder, wenn du mit der Maus drüber gehst, Ja. siehst du entweder, dass da irgendwie noch eine Zahl rot ist oder sowas. Nee, hier steht jetzt Rüstung 9 nicht identifiziert und es steht, benutze eine Schriftrolle der Weisheit, um diesen Gegenstand zu identifizieren. Und ich Ja. habe 3. Genau. Die benutzt man, indem man Rechtsklick auf diese Schriftrolle der Weisheit macht Ja. und dann Linksklick auf den Gegenstand, den du identifizieren willst. Ah. Gut, habe ich. Und jetzt kann ich es mir einfach hier... Bupp. Wenn du die Voraussetzung für den Gegenstand erfüllst, kannst du den dann auch ausrüsten, genau. Ja, habe ich. Ja, ich sehe hier gerade, ich habe... Achso, ich habe zweimal den gleichen Zauberstab, aber mit verschiedenen Sockeln irgendwie. Mhm. Du müsstest jetzt einen, den du von Anfang an hast, mit 2 verbundenen Sockeln haben. Richtig. Hm. Und dann hast du wahrscheinlich einen mit Rot, Grün und Blau nicht verbunden. Richtig. Genau. Das sind die Waffen, die man automatisch nach dem Tutorial bekommt. Die Anfangswaffe, klar, du hast einen Skill-Gegenstand und einen Unterstützungsgegenstand. Hm. Und das andere wird dir einfach dazu gegeben, so dass du irgendwas mal ausprobieren kannst. Okay. Also Nachteil. ich mache jetzt weiter mit meinem Anfängerstäbchen. Genau. Gut. Das wird sich aber hoffentlich sehr bald ändern. Ich bin hier. Hm. Du hast ja einen tollen Helm. Schön, ne? Ja. Gut. Ja, dann würde ich einfach mal vorschlagen, fackeln wir nicht lange und gehen Richtung die Küste. Die Küste. So, da sind wir. Ja. Können uns frei bewegen. Du auch. Super, alles schick. Und wir laufen einfach mal drauf los und gucken, was da für Gegner kommen. Oh, was hast du denn für eine Attacke da schon? Ich habe den, wie heißt das? Schmetterschlag. Nicht schlecht. Ich glaube, du benutzt gerade noch deinen automatischen Angriff. Jetzt vielleicht noch ein sehr wichtiger Tipp. Ja. Du hast ja rechts unten all deine Sachen, die du benutzen kannst. Mit Linksklick, Rechtsklick, Mittelmausklick. QWERT ist das, glaube ich, Richtig. standardmäßig. Erster wichtiger Tipp für den Slot der linken Maus. Klick da einfach mal drauf. Dann müsste sich so eine kleine Auswahl öffnen. Richtig. Da hast du wahrscheinlich einmal den Standardangriff, dann deine Fähigkeit und so weiter. Vielleicht noch ein paar andere Fähigkeiten Ja. später im Spiel. Und einmal nur bewegen. Ja. Du sollst erstmal ein bisschen da weglaufen, da kommt ein Zombie. Oh ja, ja, ja. Die laufen erstmal.
Ist sehr empfehlenswert für den linken Mausklick nur bewegen auszuwählen. Gut, dann mache ich auf die Mitte einfach mal meinen Standard und rechts den Frostpuls. Genau. Also den Standardangriff benutzt man eigentlich so gut wie nie. Okay. Kannst du genauso gut auch wegnehmen. Ich lasse erstmal drin. Ja, kannst du machen. Der Grund ist, warum wir für die linke Maustaste nur bewegen benutzen, ist, dass wenn du rumläufst, benutzt du ja sowieso die linke Maustaste. Genau. Um immer beweglich bleiben zu können, legt man Linksklick auf nur bewegen, weil wenn du dann irgendwann in eine große Gegnerhorde kommst und zufällig auf einen Gegner Linksklick machst, obwohl du eigentlich vorbeilaufen willst, greifst du ihn an und bleibst stehen. Sprich, er greift dich dann auch an, obwohl du eigentlich einfach nur vorbeilaufen willst. Okay. Deswegen ist Linksklick nur bewegen das Beste, was man eigentlich machen kann. Okay, alles klar. Dann probiere ich jetzt mal hier Special Measure. Way. Ja. Oh, der ist ja... Oh. Alle deine Fähigkeiten benutzen Mana. Das ist der große blaue Ball unten rechts. Ah, ja. Sprich, je nachdem, wie hoch dein Skill gelevelt ist und so weiter, verbraucht er Mana. Um das wieder herzustellen, gibt es passive Fähigkeiten, Mana-Regeneration. Dann regeneriert sich das Mana schneller. Ja. Das kriegst du über einen Skillbaum oder Gegenstände. Ja. Das Wichtigste für den Anfang ist dein kleines Mana-Fläschchen. Ja. Das müsstest du links haben. Ist wahrscheinlich auf 5 automatisch. Richtig. Sprich, wenn sich dein Mana gen Ende neigt, einfach auf das Mana-Fläschchen klicken oder 5 klicken und schon regeneriert sich dein Mana. Okay, also es regeneriert sich ja auch mit der Zeit, aber dauert natürlich. Ja, ist relativ langsam, das stimmt. Okay. Und jetzt hängt hier jemand oder ist einer aufgespießt auf jeden Fall? Ja, das ist ein gefehlter Leichnam. Schön. Ein paar Bogen, ein Schild. Also wir teilen uns jetzt alle Gegenstände, die hier rumliegen. Also irgendwann müssen wir dann mal tauschen. Wie meinst du? Also, dass jetzt jeder eine Kopie davon hat oder das... Nee, also alle Gegenstände, die jetzt fallen, könntest du aufnehmen oder könnte ich aufnehmen. Okay. Sprich, wir könnten jeweils gucken, was es für ein Gegenstand ist und dann entscheiden, kriegst du ihn, krieg ich ihn. Okay. Und dann tauschen wir uns brüderlich aus. Alle Edelsteine, die du ausgerüstet hast, leveln. Sprich, nach einer bestimmten Zeit, du hast so und so viel Monster getötet, würde dieser Edelstein von Stufe 1 auf Stufe 2 aufsteigen. Genau das wäre jetzt der Fall. Das ist ganz wichtig, gerade für dich als Spellcaster, sagt man im Englischen, also du benutzt Zauberfähigkeiten, dass du immer deine Fähigkeiten hochlevelst. Damit verbrauchen sie zwar mehr Mana, aber sind dadurch auch deutlich stärker und machen mehr Schaden. Okay. Also ich kann jetzt also ja, beide kann ich jetzt hochstufen. Dann mache ich... Achso, ich drücke nur drauf. Du drückst nur auf das Plus und somit ist es dann ein Level gestiegen. Das ist nicht schlecht. Gut. Oh. Wohin führt uns der Weg? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Uppi. Ich weiß es natürlich, aber ich sag's nicht. Oh. Ja, das kannst du mal machen. Uiuiui. Das wird am Anfang sehr verwirrend aussehen. Und zwar ist das die, ich weiß gar nicht, wie genau die das jetzt bezeichnet haben im Deutschen. Im Englischen hieß das Overlay Map. Die Landschaftstransparenz, Kartentransparenz. Okay, ja, ist halt deine Landschaftskarte, die dir so ein bisschen den Weg weist. Ja, ist eigentlich relativ selbsterklärend. Kannst du mit Tab an- und abschalten. Ja, ich lasse jetzt erstmal auf Standard. Das ist mir auf jeden Fall erstmal lieber. Wow, Ja. Ich habe dich angegriffen. Ist nicht schlimm. Es gibt kein Friendly Fire. Achso, okay. Ich dachte Zum so, Glück. wer ist denn der Große? Und dann so, ups. Nein, ich muss mich aufladen. Fläschchen. Zack, 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 zack. Zack. Da ist auch eine Schriftrolle der Weisheit getroppt. Sehr schön. Looten und leveln.
Richtig. Nein. Nein. Ah, wo bist du jetzt eigentlich? Hier. Hier ist richtig Weiter oben. Ich war weiter oben. Wir sind Stufe 3. Sind wir? Ja. Du müsstest jetzt unten so einen Plus haben. Ja, jetzt muss ich gleich wieder ins Bäumchen und gucken, ne? Und mich entscheiden wahrscheinlich. Genau. Für dich ist einfach gut. Ja, so viel Auswahl hast du jetzt eh nicht. Also einfach weiter Richtung Zauberschaden, würde ich bei dir sagen. Na, wobei die Mana-Regeneration eigentlich ganz sinnvoll gerade erscheint. Mag dir sinnvoll erscheinen, aber ich kann dir sagen, dass du später mit Gegenständen viel höhere Mana-Regeneration bekommst. Somit wäre der Punkt auf lange Sicht ein bisschen verschwendet. Okay, dann kann ich mich jetzt entscheiden zwischen Intelligenz, 10 plus 10 und Zauberschaden 12% verstärkter Zauberschaden. Es macht wahrscheinlich Sinn, jetzt einem Pfad zu folgen. Genau. Ist immer klug, immer sich irgendein kleines Ziel auszudenken in dieser tollen, verworrenen Skillbaumkarte. Also dein allererstes Ziel ist erstmal, wenn du ein bisschen weiter in die Richtung da gehst, Herrschaft des Okkultisten ist gut. Ja. Und dann, wenn du ein bisschen weiter in die Richtung gehst, geht das in der Richtung Elementarschaden. Dann hast du links Feuerläufer, Blitzläufer, Frostläufer. Ja. Also ein paar Elementarschäden. Und so kannst du dann so ein bisschen in Richtung Elementarhexe gehen und von da aus dann weiter gucken, was dir noch so gefällt oder was dann gut passt zu deinem Charakter. Was bringt mir denn die Intelligenz? Die Intelligenz, das ist ein ganz neues, großes Thema. Da würde ich dir mal empfehlen, unten links nochmal auf Menü zu klicken. Klick. Dann auf Charakterauswahl. Ja. Und da hast du jetzt deinen Charakter mit ganz, ganz vielen tollen Daten, die jetzt super überfordernd sind. Aber du hast oben rechts so 3 Kreise. Und da steht Intelligenz, Stärke und Geschicklichkeit. Richtig. Ganz am Anfang, wer genau drauf geachtet hat, hatte ich schon versucht, bei den Charakteren zu erklären, in welche Richtung die ungefähr gehen. Ja. Sprich, deine Hexe ist ein reiner Intelligenzcharakter. Sprich, deine Hauptfähigkeit ist die Intelligenz. Wenn du da mal drüber gehst, siehst du, dass 2 Intelligenz dein Mana erhöhen und 5 Intelligenz eine gewisse Anzahl von deinem Energieschild. Ist bei mir jetzt anders als bei dir, deswegen weiß ich die Zahlen nicht genau. Ja. Auf jeden Fall ist das deine Hauptfähigkeit und darüber skalierst du sozusagen deine Fähigkeiten noch weiter. Okay. Sprich, je mehr Mana du hast, ist klar, umso häufiger kannst du deinen Skill benutzen. Ich muss erstmal hier ein paar Monster töten, weil die uns angreifen. Gut. Genau. Ich Und nehme jetzt einfach Zauberschaden erstmal. Genau, du nimmst Zauberschaden. Lange Erklärung. Gut. Kurzes Ding. Aber ich würde gerne noch ein kleines bisschen was zu diesen 3 Dingern da erklären. Ja, dann geh ich mal rein, dass man es nochmal sieht. Charakterauswahl, ja. Genau, Stärke, Intelligenz, Geschicklichkeit. Im besten Falle hast du jetzt gerade noch den Skillbaum im Hintergrund offen. Nee. Dann drück nochmal auf Menü und geh auf passive Fertigkeiten bauen. Dann müsstest du beides haben. Jetzt habe ich beides, ja. Genau. Da sieht man ja schon, ist erstmal relativ unübersichtlich, der ganze Skillbaum hier. Darf ich dich kurz was fragen dazwischen? Ja. Kann ich den Chat irgendwie ausstellen, dass man das nicht sieht? Ja, auf jeden Fall. Drück einmal auf Enter. Ja. Und mach alles bis auf Gruppe aus. Ach, bis auf Gruppe. Gut. Und zwar ist das alles erstmal recht unübersichtlich. Du hast so viele Punkte, kleine Punkte, große Punkte, alles verwirrend. Versteht kein Mensch. Richtig. Aber um sich das so ein bisschen vorstellen zu können, du bist die Hexe. Du bist ganz oben im Skillbaum.
sozusagen der ganze Bereich, der so um die Hexe drumherum ist, Richtung Norden geht, sag ich mal, ist der Intelligenzbereich des Skillbaumes. Da sind so alle Skills versteckt, die irgendwas mit Zaubern zu tun haben. Also so grob in die Richtung, sag ich mal. Wenn du jetzt in Richtung Südwesten gehst, Ja. also jetzt nicht komplett Richtung Süden, sondern ein bisschen weiter nach links dann. Ja, Südwesten. Da hast du auch so einen Startpunkt, genauso wie deine Hexe. Ja. Und da drumherum sind alle Stärkefähigkeiten versteckt. Aha. Ah ja, ich sehe es. Stärke. Genau. Oder Rüstung, Leben ist ganz stark vertreten. Physischer Schaden, Widerstände etc. Das geht alles so in die Stärke-Richtung. Und wenn du jetzt quasi parallel nach rechts gehst, bist du in der Geschicklichkeitsecke. Ja. Da hast du auch nochmal so einen Startpunkt. Und da drumherum ist so die Geschicklichkeitsecke. Also die Bogenschützin, die wir am Anfang hatten, das ist so der Hauptcharakter dafür. Die startet dann auch hier. Da, wo ich gerade starte, links bei diesem Stärkebereich, da starte ich als Marodeur. Und dann gibt es noch jeweils die Zwischencharaktere. Zwischen uns beiden zum Beispiel würde der Templer starten. Zwischen dir und der Bogenschützin würde der Duellist starten. Nee, Moment, der Saboteur. Entschuldigung, verwechselt. Und unter dir quasi der Duellist. Okay. Ah ja. Sprich, der Duellist ist eine Mischung aus Stärke und Geschicklichkeit, der Saboteur aus Intelligenz und Geschicklichkeit und der Templer aus Stärke und Intelligenz. Okay. So, erstmal ganz grob. Waren jetzt ganz viele Infos. Wir kloppen einfach weiter Monster kaputt. Kloppen! Kloppen. Klopp, 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 klopp. Und hier ist ein totes Ende.